Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Was darf ich heute weitergeben für uns? Uiuiuiui. Ja, wir haben hier so ein bisschen Hindernisse bei dem Gefühl, sich sicher zu fühlen. Möglicherweise ist es auch so ein Tag, wo man mit angezogener Handbremse durch die Gegend läuft, wo man denkt, ich fühle mich blockiert, ich fühle mich unsicher, ich brauche meinen guten Grund oder auch meine Erde unter mir. Ich schöpfe meine Sicherheit aus meinem Umfeld. Möglicherweise sind es auch Aufgaben aus dem Umfeld, wo wir denken, oder aus dem Familienleben. Irgendetwas fühlt sich nicht harmonisch an. Ja. Es können Streitereien sein, Gespräche, wo wir uns durchsetzen. Diskussionen, Konflikte. Es kann aber auch ein eigener Konflikt sein und das glaube ich fast eher, das ist eine Diskrepanz in uns selbst, ein Konflikt in uns selbst. Vielleicht auch eine Situation, wo man sich ganz gerne mal einigeln möchte. Und da sind wir auch schon selbst. Ich habe das Gefühl, dass wir bei irgendetwas sehr viel denken. Und durch diese Gedanken kommen Sachen hoch, wo man denkt, ich würde gern durchstarten, aber ich fühle mich nicht sicher. Aber wir schauen in die Sterne rein, den Erfolg, die neuen Kreationen. Das Glück im Prinzip ist tatsächlich die Glückskarte, ne? Etwas, was wir nicht gedacht hätten oder wo wir uns viel Gedanken gemacht haben, kommt mit Sicherheit auf einem anderen Weg. Löst eine Blockade, die wir haben. Bringt sehr viel Klärung mit. Veränderungen, die unter einem guten Stern stehen. Wir nehmen sie mal alle. Guckt euch das mal an. Eigentlich ist die Legung schon wieder viel zu schön, um wahr zu sein, ne? Hier sind wir, hier ist ein Gegenüber. Ihr wisst, wenn ihr keins habt, ist es auch immer die männliche und weibliche Energie oder jemand, der in euer Leben tritt. Das ist eine kollektive Legung. Ich sage meistens alle Situationen. Hier kann es auch ein Ungleichgewicht zwischen Geben und Nehmen sein oder etwas, wo man unterschiedliche Meinungen hat. Wo das Umfeld vielleicht auch dafür sorgt, dass wir eigentlich sicher sind und unser Gefühl haben, wo die Reise hingeht. Und dann kommt eben das Umfeld und bringt ja andere Meinungen. Und es sieht so aus, als bringt einen das irgendwie vom Weg ab. Oder man überdenkt deshalb und kommt deshalb in Blockaden rein, die man vorher nicht gehabt hätte. Was ich jetzt hier sehen kann, ist tatsächlich eine wunderbare Energie des Ausgleiches.
Hindernisse können überwunden werden mit glücklichen Veränderungen, auch finanzieller Art. Hier geht es um Kämpfe, die man mit den Finanzen hatte. Hier geht es um häusliche Situationen. Es kann auch sein, dass die Finanzen der Wohnung, der Immobilie irgendetwas damit zu tun haben oder etwas finanzieren lassen oder irgendwo auch eine Sache, wo man sich einig wird bei irgendetwas. Es gibt einen Ausgleich, es ist etwas Glück, das hier die Situation ins Rollen bringt. Und die Störche, die bringen hier tatsächlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel umziehen will, ne? Oder man möchte eine Immobilie verkaufen oder man sucht ein Häuschen oder so, beste Voraussetzungen. Sehr harmonisierende Energie, hier hat sich jemand durchgesetzt, etwas einfallen lassen. Man hat auch bestimmte Kämpfe mit dem Thema. Das ist jetzt hier speziell zu Hause, Geld, Partnerschaft, Familie. Wir schauen in die Sterne rein. Die Sterne bringen uns die Veränderungen, die unter einem guten Stern stehen, die glückvoll sind, die vielleicht auch unerwartet sind und die uns auch erfüllen. Für mich ist der Fisch auch das Erfülltsein auf der mentalen Ebene. Gucken wir ein bisschen weiter. Was darf ich hier noch mitgeben? Ich habe hier so dieses, wir haben etwas geklärt oder wir klären etwas, was wir so nicht gedacht haben. Wenn du keinen Partner hast, hast du hier die besten Möglichkeiten, jemand sehr Gefühlvolles kennenzulernen. Jemand, der deine Seele anspricht. Jemand, der auch bereit ist, für was einzustehen oder etwas durchzusetzen. Jemand vielleicht auch, der im weitesten Sinne etwas mit Geld, Haus, Immobilien zu tun hat. An sich sieht man aber auch, dass es Veränderungen gibt, wo wirklich ein Kampf abgelegt wird, also ein Kampf niedergelegt wird. Wir haben das Berggewitter mit der Macht und wir haben den Männern den Fluss mit dem Flow. Ja, hier kommt vielleicht ein Donnerschlag, der rüttelt uns wach. Hier aktivieren sich unsere Kräfte, wir haben plötzlich zur Verfügung unser ganzes Potenzial, das wir abrufen können. Möglicherweise, ne, das, was uns blockiert oder wo wir Unsicherheiten empfinden, das ist eben so. Man darf hier mutig sein, die Stimme erheben, Stellung beziehen. Tapfer sein, wagemutig. Ne? Und wir sind hier der Held in unserem eigenen Leben und genau das bringt uns zurück in diesen Flow. Da sind wir blockiert, hier sind wir im Fluss. Das bringt uns ja auch eine ganz andere, naja, wie soll ich sagen, Sichtweise mit. Man beobachtet, wo das Leben hinfließt. Man fühlt sich frei, man stellt sich nicht quer. Man lässt den Dingen ihren Lauf. Ich glaube, dass wir hier auch eine Blockade wegkriegen, die mit unseren Programmierungen zu tun hat. Was ist, wie fühle ich mich, wenn etwas mal unsicher ist oder ich nicht alle Möglichkeiten in der Hand habe? Glaube ich an eine glückliche Lösung oder nicht? Aber man sieht sie hier ja. Und es ist hier auch nicht nur eine Lösung, sondern es ist etwas Erlösendes für uns. Ich mache heute gar nicht weiter, wir lassen das so stehen. Ich finde das wunderbar. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich drücke euch und bis bald.